So, halt, nein, Michael, nein, du, Oh. dir ist klar, was wir hier gerade machen wollen, über den Vidcast aufnehmen. Der braucht eine Anmoderation. Also, willkommen zu dem Moment. Ja, jetzt bräuchtest du einen Namen. Willkommen zum im Moment noch namenlosen Vidcast über Retro-Multiplayer-Computerspiele. Was wir hier zeigen wollen ist, wie Computerspiele zu spielen sind, nämlich mit mehreren Leuten in einem Zimmer. So, wir sind hier Michael, Daniel und Special Guests aus dem sonnigen Süden, Julia und Jochen. Süden, Osten, was auch immer, genau. Südosten, ja. Heute zeigen wir Tank Wars. Ja. Hier am Rand, ganz wichtig, wird angezeigt, welche Form von Wand wir haben. Hier zum Beispiel Sticky. Das heißt, es bleibt Ja. kleben. Nein. Es geht mir ein bisschen zu schnell. Es geht jetzt zu schnell. Das ist die hyperrealistische neue Computerspielewelt. Ja, heute ist Ja, die alles. ist zu schnell schon. Ja. Sind die unten tot? Maximale Feuerkraft. Nee, die sind nur eingebuddelt. Also das Terrain geht ja kaputt. Hey! Keine Ahnung. Ey, das war meiner! Ich bin der Rote links. Und meinen anderen hast du ja schon weggeballert. Ey, nein! Oh je! Mein persönlicher Favorit an Gameplay, nicht Gameplay, sondern Atmosphäre hier ist der Sound. Ja, die waren damals noch sehr kreativ. Nur mit PC-Speaker. Und jetzt können wir einkaufen. Beziehungsweise nur die Julia. Julia kann sich jetzt Hier. Sachen kaufen. Ja, das war zu viel. Toll. Mein eigenen. Nein! Mein eigenen mitgenommen. Windless Wit ist hinten. Hey, Peach hat's hochgearbeitet. Oder Julia. Oh, das war Spiel Nummer 10 aus 10. Ja. Julia hat gewonnen. Yay. So, was haltet ihr von Tank Wars? Ja. Am besten. Erstmal die Leute, Das- die es noch nicht kannten. Ja, genau, erstmal ein bisschen. Genau. Julia, du hast Tank Wars vorher noch nie gespielt, oder? Das ist richtig, ja. Was ist dein Eindruck von Tank Wars? Sehr interessant, dass ein etwas älteres Spiel doch auch noch ganz gut mithalten kann. Okay, cool. Cool. Was fandest du daran gut und was fandest du daran nicht so gut? Also gut war, dass man eigentlich sich auch irgendwie selbst weggesprengt hat, ohne dass man es irgendwie wollte. Achtung, jetzt aber. Ja, doch gut funktioniert. Scheiße. Was nicht so gut war, ist, dass man irgendwie die Waffen irgendwie nicht wirklich wusste, was ist. Und auf die Mitspieler vertrauen musste. Also als derjenige, der jetzt hier schon wieder die wenigsten Punkte hat, empfehle ich die Nuke. Was sind denn die Sachen da? Was Wenn du 2 weitergehst, dann zerstörst du den Berg. Ja, wenn du den Berg triffst. Der Berg ruft. Du kannst auch den Laser nehmen für den blauen. Was ist der Laser? Das ist das da hier. Das. Das ist auch, ja, direkt. Da musst du halt hier dein Rohr direkt auf den blauen richten. Ich würde ein bisschen tiefer. Und jetzt machst du dann zum Beispiel einen Laserschuss. Du hast 1000 Energie für die Energie, die du einstellst. Die 390 sollte eigentlich reichen auf die Entfernung. Okay, zu hoch. Klein wenig höher noch, dann schießt du unten drunter durch. So, ja. Wieder drüber. Das So. ist wieder drüber. Nein, Ja. okay. Schon der Engel. Links. Mach Nein. Dann mach auf- 15. Ja, Ja, genau. 15, okay. Kalibrieren. Ist das der Laser? Ja. Das ist immer noch zu hoch, glaube ich. Nein, voller Voll Treffer. Treffer. Yeah. Jochen?
Ja, vielleicht sollte man den Teammodus ausprobieren. Vielleicht würde das auf die Platzierung Auswirkungen haben und nicht sofort immer glech weggesprengt. Und auf die Zugreihenfolge. Ja, Dass nicht zweimal irgendwie alle anderen dran sind, bevor man selbst dran ist. Hodor! Fuck. Mega New. Nein! Das war's wieder für mich. Kein Treffer. Mega Nuke. Indiana Jones hat noch nie geschossen. Echt? Hasta la vista, Baby. Jetzt war ich schon wieder nicht dran. Oh, Mann. Besonders gefallen bei dem Spiel hat mir der spektakuläre Farbhintergrund. Oh ja, der Farbhintergrund. Besondere Tarneffekte hervorruft und psychedelischen Touch hat. Irgendwas, was dir nicht so gefallen hat? Außer, dass ich verloren habe, größtenteils eigentlich nichts direkt. Du warst immerhin marginal besser als der Computergegner. Um das nochmal festzuhalten, ich habe einmal gewonnen. Okay. Stimmt, ja. Michael? Gegen Windless wird episches Duell. Also ich weiß nicht, für mich ist ja sowieso irgendwie Teil meiner Jugend. Irgendwie hier so ein zeitloser Klassiker. Wo man früher irgendwie hat man natürlich als Jugendlicher, nimmt man die Welt wahr, wie sie ist, ohne sie zu hinterfragen. Und da hat man noch gedacht, irgendwie es geht nicht besser, außer die Grafik. Okay. Aber es gibt ja irgendwie schön, was wir unbedingt Worms spielen müssen. Worms, oder? Das ist ja dann für uns so der zeitliche Nachfolger. Und was hat dir nicht so gut gefallen? Die Zugreihenfolge. Okay. Das ist gerade, wenn man irgendwie hier so teamartig spielt, wenn alle anderen zweimal vorher dran sind, als seine eigenen Panzer, und das ist halt irgendwie willkürlich ist. Aber wie Jochen gesagt hat, wir sollten mal den Teamplay-Modus probieren. Ja, absolut. Ja, mir selbst hat gefallen, wie Julia schon gesagt hat, dass man selbst draufgehen kann und dass sau die Scheiße passieren kann, wenn man schießt. Oh mein Gott. Ha! Oh, Was? Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass man selbst draufgehen kann und dass sau die Scheiße passiert, wenn man schießt. Jochen? Hey, war das mein Banana oder was? Nein. Das war eine mega das Nuke. war eine- Ah, das das war eine gibt massig mega Geld. Nuke. Okay, ich habe einen von meinen eigenen abgeschossen. Das war's. Okay. Ey. Ja, ich war immerhin einmal dran in dieser Runde. Hey. Beide von mir. Man sollte irgendwie einstellen, dass die weiter auseinander starten, ja. Ich Oh sage je. zufällig. Ey. Tja. Nein. Wow. Mr. Stupid hat schon wieder überlebt. Ah. Hey. Peach ist dran. Nein, Peach explodiert. Tja. Jetzt Oder? räche uns, Ja, vernicht oder? ihn. Ein Glück. Hey! Das hackt. Das ist, glaube ich, ganz realistisch. Ansonsten ist zeitloser Klassiker. Ja. Zweifelsohne zeitloser Klassiker. Irgendwie hat das Spiel so ein bisschen Probleme damit, dass wir nicht wissen, was wir tun. Wir haben nie gewusst, was wir tun. Wir haben die Waffen immer erst ausprobieren müssen, was es ist. Und während dem Spiel rausfinden müssen, was es ist. Wir kennen die Steuerung Ja, nicht. das war eigentlich nur Murphs. Wir saßen, waren ja vorhin, neu. wir saßen vorhin da und haben versucht rauszufinden, wie man aus dem Shop wieder rauskommt. Ja. Okay, jetzt auf dann. Ja. Klicken. Jetzt hast du dein Geld ausgegeben. Ja. Maus Okay. geht ja nicht. Ente. J2. Okay. Nee, jetzt nochmal. Du kannst jetzt nochmal kaufen mit deinem anderen Typ. Nein, kannst Nee. du nicht. Das ist der gleiche. Ich Das glaube, ist du der musst gleiche? nochmal Enter drücken. Drück mal Enter. So, Bestätigung. Ja, klick mit der Maus auf Done. Oben rechts. Nein, die Maus funktioniert Maus hier geht ja nicht. Ja, wenn wir mit Leertaste? Enter. Haben wir schon probiert, Jochen. Tja. Dann drück mal D. D wie dann. Ha, Banana. Ist halt etwas unintuitiv, dass es da auf einmal keine Maussteuerung mehr gibt. Während du vorher im Menü noch Maussteuerung hast. Ja. Ja, also Feature Request. Kenny
Callus Morse oder sowas. Kenny Rogers. Maussteuerung überall. Jochen, hattest du Tank Wars vorher schon gespielt? Ich hatte das schon mal gespielt, ja. Okay. Was man ja auch gesehen hat. Oh. Nein, ich hätte mir was anderes nehmen sollen. Ich habe schon so lange nicht mehr geschossen auf Enter, oder? Ja. Nein! Ich habe mich von Platz 2 auf Platz 7 zurückgearbeitet. Stimmt, Ja. warte mal, du hattest Also am vorher... besten war Julia, die es noch nie gespielt hat. Also unsere ganze Erfahrung hat uns allen sehr viel genutzt. Ja, Ja, aber ich finde es cool, dass das Gelände und die Waffen so miteinander... Ja, ein zerstörbares Gelände. ja, das ist wirklich eigentlich eine der besten Sachen. Wobei gerade eigentlich der Dreck nervt. Ja, aber die Waffen sind in Ja. ihrer Vielfalt nicht sinnlos, sondern jede Waffe hat gewisserweise ihre Berechtigung. Und das Ja, du ist kannst cool bei auch, wenn du dem Spiel. total unter dem Riesenberg eingegraben bist, wenn du irgendwie die richtigen Bergdurchlöchern-Waffe, Sonic Blaster, alles mögliche hast. Okay, aber darf ich wieder Ja. anmerken, dass wir keine Ahnung haben davon, was wir tun? Dass wir früher immer dann uns freigeschaufelt haben mit unserem Panzerrohr und dann so einen kleinen Schuss abgegeben haben, uns wieder freigeschaufelt haben mit dem Panzerrohr. Ja, du Genau. hast ja halt nicht immer die passende Waffe für den passenden Berg. Genauso Der Laser. wie ich muss festhalten, wir haben jetzt gerade rausgefunden, während diesem Spiel, was so unser 100.000stes Spiel in diesem Ding ist, ja, nach Jahren Abstand, dass man mit Bild hoch auf sofort irgendwie hochspringen kann auf 1000 oder auf irgendwie ein paar hundert hochspringen kann. Früher saßen wir immer da. Zumal, als wir das noch irgendwie, aber ohne DOS-Box, auf die 200 Megahertz rechnen oder sowas, ging es dann verdammt schnell. Da hast du irgendwie so einmal kurz angetippt und du warst irgendwie auf 500. Achso, so. Und hast dann irgendwie so zig Versuche gebraucht, ja. Ja, um das irgendwie hinzuregeln. Ja. Wir müssen irgendwie auf die Bedürfnisse moderner Spieler eingehen. Was haltet ihr denn von der KI? Du bist eigentlich brillant, ich weiß. Ja. Ist das Stupid, dass du hast irgendwie hier die einzigartigen Persönlichkeiten? So, was nehmen wir da mal ein? Mr. Stupid? Computerspieler sind besser als wir, ja. Auch Mr. Stupid. KI, die einen Namen hat und sich dann entsprechend dem Namen verhält. Mhm. Das gab es früher bei mehr Spielen, oder? Also irgendwie war es nicht bei Warcraft? Nee, oder? Bei Stunts, glaube ich zumindest, auf jeden Fall. Bei Stunts, ja. Das musst du unbedingt mal ausprobieren. Hat auch einen Splitscreen-Modus Stunts, oder? Mhm. Ja. So, abschließendes Fazit. Julia? Ja, sollten wir auf jeden Fall nochmal spielen, eventuell mit dem Teamplayer-Modus. Okay, cool. Ja. Schließe ich mich ganz an. Ja, auch für einen zeitlosen Klassiker. Du weißt, dass Grafik nicht alles ist. Damit verabschieden wir uns aus dem momentan noch namenlosen Vidcast über Computerspiele, wie sie richtig gespielt werden sollten. Und ja, das ist der Vidcast für Leute mit Brusthaar. Den ganzen Mist, den wir jetzt gemacht haben, den wird rausgeschnitten. Das ist ja super langweilig.